survive? Was this all saved? Yeah, this is all original. Rico, did this survive? Looks like Yes, yeah. Oh, so these are most of it. these are pretty small houses. There was some minor bombings, Okay. but most of it. So, Uli, you might see something that feels familiar. I like my Can we, when we're on that street, can we get out? Yeah, maybe? yeah. We can. I love German architecture. If we can't find the house, I think we just Yeah, let's pick one and we'll knock on the door. take her picture. something new. It was a house like this. And Gabby was Uli's cousin. so Gabby, she is Carl's niece and her cousin. and who was Which year? Budecker. Imdad's Brother brother was the Nazi because officer. her Oh. uncle was the And- Nazi. okay. So And Heinz lived in That's a long time Adelsberg ago. with his wife and daughter, Gabby. okay. Carl's brother. No. Carl's brother. Take care of her anymore. Yeah. Wow. So this should be it. It's quite So this is beautiful. the So street. Mom, this is the street. This is the Wilhelmbuschstraße, Uli. Försterstraße. Yeah. Försterstraße. Yeah, that is the street. So, We're right. Uli, this is your street. Wow, look at my street. Yeah. Let's look Can for you tell Gabby's us house. where Gabby's house was? I wish I could see that this was the house, but it's quiet. Well, you might see it. Was it Maybe. on the left or the right? Do you remember? It was a big house though? When No. you're a little girl. Yeah, when It you're a looks little like a girl. big you were in a house. big house. Do you remember what color it was, Uli? There it is. It's white. No, I'm just kidding. It's a beautiful little neighborhood. This looks very modern. Looks like the 50s. Maybe the Looks like Uli, do you remember playing outside? And did you play in the front, in the street, or in the backyard? Look at this house to your left. Anything? We don't have any pictures of that. No, we don't have any pictures of it. But she's Who would looking. have those pictures? Gabby. Were they ever taken? Gabby. Oh, there must have been. And that means her son would have them. I'm not sure how available film was in those. Yeah. Okay, Well, so there were that's looking pictures back. of Mom in her house. Woody? Maybe your photo name or something. They've written it's a book. I know, I've been looking, and there was no Yeah. number. No, I looked for a number. I looked for some Need something to description. drink? So let's drive again and maybe we can get Go out the and other walk way. a little. It's what? Oh, Wilhelmbuschstraße was originally called Försterstraße. But it's a new name. It's the same street but with a new name. and the bombing happened on the 10th. On the 5th. Now we're retracing that street. Yeah, correct. I need So a now you can timeline. look at the other side of the street. Is this the only possibility, Rico? Is this one street here, Yeah. not on the other side of that? We will go further up the street. Because the Gestapo headquarters and the government building. Stop. Stop. No, she said she wished she could say stuff. Oh, okay. The Gestapo headquarters were bombed? Also, the courts. Yeah, okay. There's some smaller houses. Ah, that's quite modern. Yeah. This one's Like I very said, modern. few houses were bombed. So there is a possibility that the house you remember was bombed. I know that it was damaged because my father wrote in the book that the windows were damaged and they couldn't live in it for a few days. Well, it's also possible that in the last 30 or 40 years it's been. The possibility is high that it's changed around 40 years.
I see halfway. It's a beautiful neighborhood. I would love to live there. And then what was the name of the doctor who put the list together? Oh, Marcus, I want that one. So anders wäre hier. Why not? Benfield is cool. Yes. Henry? Ja, das hier ist ein Chemnitz mit Thomas und Thomas und Thomas ist hier mit seinem I'm Adelsberg and I'm the co-dean of this high school. Was möchten Sie denn sehen? So the question is, what do you want to see? Yeah. Als Bathroom? Give my business. Alles klar. Wie alt ist die Schule? Wann wurde sie gebaut? Wir feiern dieses Jahr das 150-jährige Jubiläum. Yeah, we're celebrating 150 years of the school Wow. this year. Wow. You remember the word? Oh, well, Yeah. It's between 5th and 12th grade. So between 10, 11 until 18. Yeah, correct. And Today's Friday. the school is normally closed at this time, but they open up for us. They opened up for us? Yeah. Why are they closed? It's Friday? It's vacation. It's vacation. Oh. Holiday. And we will look at the aula real quick. That's like a gathering place for the students. So this should all be original. This is all, it's all original, Wow. all redone as it was when it was built. I love the plants. I mean, of course, there were some minor changes due to fire regulation. Yeah. Yeah. Remember this. It's quite different. Yeah. The school was redone in 2008. And during the refurbishment of the school, we have found these historic ceiling pieces, but we decided to just redo what was really original. Wow. It was partially destroyed, and after the Second World War, it was overpainted. And then they found it. Correct.
we use it for tests. It smells like CLC light. Yeah. It's a physics room. As soon as I walked in, it smelled like You were good Yeah. at physics? No. What were you good at? Okay. Your parents were good at physics and math? What was your strong side? More language and... Language, history. Okay. Literature. Okay. You speak pretty good German after all these years. Did you practice it? Yeah. No, you don't forget Your mother tongue. We have quite small school. There's a high school way over, and there's over 1,000 students. Wir haben etwa 65 Lehrer, das andere Gymnasium hat 120. We have 65 teachers, but they have 120 teachers for their whole house. Aber das Agrikola hat eine andere Ausrichtung, das macht die sprachliche Profil ganz stark. Yeah, that's Agricola is another high school, it's another school. It's location and the direction the school is going into, because you have like more of the mathematics and physics direction, or more of the art and music direction, or more of the language and social skills direction. So all of it is public. Yeah. This is a public school. Yeah. Everything is public here. You have some private schools, but they're in a huge minority. Yeah. And do the families pay for the private schools but not for the public schools? Yeah. Okay. Yeah. We will go to a traditional classroom that you might remember, you might recognize. Their school system is very difficult, very different to the US. Yeah. Interesting. I've attended some high schools and some high schools in Ohio. Yeah. It's completely different. Wow. I think Oh yes, it smells like a school. Yeah, it smells like lessons. It's being used today. Yeah, it's been used. Yeah. Oh, it's warm. I was talking Yeah, about radio. Yes. No Diablo. ordinary My chalkboards CLC and light. like Diablo. This is a Smartboard. smartboard, Yeah. I'm a teacher. They have the That's same cool. floor. So we don't have Really? It smells we don't have exactly smartboards the in same. my classroom. I This is a it's school. Yes. Well, it was no, I know. Yeah. Voorspot Yeah. lessons. We've tried to get them on my Was ist das? People were too intimidated. Ist das ein Gefängnis? Yes, that's a jail. What? Asperger Gefängnis. Wow. It's a prison. But it's closed Oh. for 5-6 years. Because there's not enough bad people here. Not it's opposite. Not because electricity is not on the highest, on the modern level. Oh, it's too old. Very old. It got Yeah. shut down. Prison one. Yeah. Wow. A It's school so right close. next to a Yeah. prison. Monroe High School. Yeah. That's so funny. That's Is 36. this alphabetical? No. 36. Yeah. 24, 34. So Reiner would have been 12 years old than this year. Maybe a little later. Rainer und Thomas Heumann. Wie viele Studenten waren? Noch bei 19, 18. Das ist ja später sein. Später. Ja. 23 Jahre und 28 Jahre. Hier kommt 23. Kaufmann. Krankenhaus. Hier sind wir. Nicht so viele Studenten. 12. Klasse ist das hier. 39, 21.
These are their grades. Es scheinen auch nur die Abschlussklassen zu sein. Okay. Heumann. Heumann. Genau. Heumann, Thomas. Genau. Ja, Heumann. Rainer. 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 Oh mein Gott, kann ich... Warum das? Uli. Rainer Heumann, 1942. 1942. Can I get a picture of, I want to get a picture of my mom with that too. Okay, Uli. Here. That's pretty cool. Yeah, it is. Das war dann 28. Esenwein, Gunther Esenwein. Esenwein, yes. Esenwein, ja. Where's Heumann? Bendel. That's why I remember. She recognizes names. Oh yeah. Wow. 26. Kretschmer, oh my God. Really? Yeah. Hier. Moment. Grades? Guter Schluss. Deutsch 2. Latein. So two's out of what? Who is that, Rainer or It's a B. Thomas? Latein. It's a B. It's a B. Aha. Das ist seine Zensuren. Das ist Rainer? 2,16. Michael would like to know, Michael would like to know Esenwein. that Tom got B's in school, not Brenda. A's. Eisenbahn. That's not good. Brenda. Eisenbahn. Einer Fichtner. hat eine 1, blau, und da hat er Oh my God. And Eins is a C or A. A? One is an A, the best. two is a B, Thomas or Rainer? three is a C, Out of 5. and so on. 5 is an F. Oh. Wo ist And, der? Oh, hier. rot. Yeah, Yeah. yeah, it's failed. Good. He was the best one. So ein Oh, wow. The red marks around. That's an F. Nur Ja. eins, nur eine 3 in Hier ist nicht Griechisch. so gut. Nur eine 3 in Vier Griechisch. ist unbefriedigend. And blue for Rico. Blue is the number ones. You aced it. Yes. Wow. Yeah, exactly. Geografie. Geografie. Noch eine 3. Yeah, C in geography. C in Stickel. geography. Oh my God, I remember that name. Strickel. Yeah. Stickel. Stickel. Yes, that's in the book. Oder bekannte Familie, Stickel. Stickel. Das Stickel. ist in der Buch bekannt. Mein Gesellschaft. Vater. He was a classmate, Carol. He was a classmate of Reiner. Rainer. He majored, Dann später kommt. Dann müssen wir mal die andere he finished Geschichte school in 44, obviously. Are these the original pages? During Amazing. the war. Yeah. They're in such good condition. Yeah. That's because not many people get to do this. Gibt's Thomas. Normal as possible. Yeah, for some. Hermann, nein. In this age, some of the Yes. not so educated and not from high achieving families, they were they were sent to war or Oh, das Heumann. or recruited Nein. or Oh, sorry. black supporters. That was Not too late. That's 47. Airstrike, airstrike, gunners. Oh, what was it I'd called? like to go back to the pages. Towards the end. When Yeah, you- yeah. Do you remember where that was? Did you see Thomas or just Big guns on the ground, which were Thomas says. higher in the sky. I know it's black. Geburtsjahr 8. Oh, 8, nein. Yeah, 1908. Wow. Which Heumann was this? Just everyone who could. Yeah, and mostly of people, mostly from families. Wo ist Geburtsjahr? Young families. Yes. 7. Who wasn't From already 12 to 16, then the last phase of the war. Yeah. What a terrible time it must have been. Americans don't know anything about this. We don't feel it. Yeah. Geburtstag Ja, nein. Mein Vater war in 28 geboren. Ja, 44 vielleicht? Nein, früher. Nein, 28 muss später kommen. Aber in 44 darf er nicht mehr in der Schule sein. Where veterans were on all the games and
from the outside, it looks like that they have a big place in society, like heroes. Yeah, not as storytellers. No, and I think Even they told stories that were horrible would be maybe suppressed a little bit because to most American people, war is you want makes it powerful and How is it with the Vietnam? I mean that is one of the most devastating wars in the U.S. history. Vietnam, I think is less seen as because there was the draft compelled. Yeah. Some people had to choose, they had to. Heumann. It's so hard to read the cursive. Civil rights In 44, cultural glaube ich, whereas World War II, we were attacked, we went to und 42. Ja. Ich kann das nicht lesen. and we as civilians don't understand how horrible they've been since Vietnam. Yeah, they're still Vielleicht ist dann eine Lücke. Ja. Aber wir haben Rainer gesehen. 46, Sommer 46? Nein, der war nicht mehr in der Schule. Ja. He's busy doing other things. So cool. Did you find Thomas? But some of the dates during the war were missing. Oh, Uh-huh. That's nuts. That's you find Reiner, right? yeah. Yeah, he would have been 43 then, right? No, or 45. School in 42. Ah, So 42. 42. But it would be not very nice to compare Reiner and Thomas's grades. oh yes, at this point, it's all fair, isn't it? Why do you say that? Because Reiner always was the best at. He was okay. He was the best. It was all beats. Yeah. That's okay, average. He was average. Busy as a beat. Yeah. Wow, look at this. 1876. Wow, that's incredible. I'm impressed by what good condition these books are in. So I just want to get it's a beautiful paper, it's a very Okay. hardy paper. We okay on What schedule? about, Don't be shy. what's the, I have it on the phone. You better get going. okay. This group is Most groups do. Hey, it's pretty exciting. No, it really is. Yeah, this is amazing. Thank you I for mean, setting this up. we have one more step to go. You will not see many of it because it was the house Oh, yeah. on Reichsstraße. Oh, yeah. But it's not there. It's not there anymore. So you just get stuck in the We have to take the obligatory photo. That's what Lily wants to do. She wants to stand in front of them. But I'd love to do And that. we will say, which house is it? It's the one called died in. It was bombed in 40. This is Carl. Yeah, so Carl that's. Heumann. It was right around. Thomas. Thomas. Oh, we found. Ja, 25. September. Das ist Wahnsinn. Is it? Thomas Heumann. You have a picture from This is Thomas? Yeah. This name? Das heißt Thomas. Carol, we found your father. Thomas house. This is. Here, I'll take a picture before. Thomas, genau. Definitiv, ja. And your guys, Julian. Opa. Die waren 2 Minuten auch gut. Carl. Yeah. Which one? I have such a hard time. Heumann, Thomas Heumann. 2, 2, 3. Oh, hier eine 4. Oder ne, die 2 ist das. Ne, 4. Geschichte 4. And what is that? Turnen. Sport. In what? What is that? Sport. Turnen. Oh, I know it is. Hatte ich auch Because 4. in advance of your visit, I wrote an email to our city department This is Thomas. I don't even recognize him. I know. It's
for mapping. Ja, das ist Heumann. And they sent me the modern plan on paper. And you can lay it right over. And they sent me a when you get to year two. tissue paper to lay it over with the historic. I have that, you will get it. But you will get it tomorrow, not today. That's fine. Carol, Yeah. we found your father. You found my father? I haven't had a chance to mark it yet. Where? He's right here with the foreign sports. That sounds right. That's my father. Where? Here? I can't even read right? I know, I couldn't either. Yes, 9/25/28. Hold on. And then the synagogue was right across the street. Really, does it look familiar? Not yet. Okay. Yes. But this tree was there. And is that a memorial right there? Little memorial since 88. Okay. You're right. Yeah, I am. Yeah, look, I know. Look at this tree. But it's not there anymore, it was destroyed. But yeah, you're correct. That was your school. You remember it? What was the street as big as it is now with them? It was smaller, right? But you would roller skate. House was there. There was a little park going up by the street. Yeah, correct. Where you used to Yeah, and now there's a house. But I know that there was a park They there. put a house there? God damn it. Interesting. Those Oh, there's a house there, but I've seen on the map, on the historic map, I saw that there was a park. Yeah. You can see it on the historic map. earlier So times. there, I hope to get a picture too. Gepflanzt. Yeah? Gepflanzt. 1912. Oh, okay. In 1912, so they survived the burning of the synagogue. Wow. When my mother was young, she asked part of the synagogue because his feet hurt. Yeah, correct. And her parents told her that there was an electrical. Yeah, child. now it's called Heinrich Straße. Oh, the school is not there anymore. Yeah, it's got. Mom, I think you roller nice picture. Mom, I think this is the street you would describe roller skating down. You did. Yeah, there's a picture of you on roller skates on one leg. Really? Sounds about right. One leg roller skating. Wow. You were a daredevil. She was. Roller skating down here. She was very athletic. Wow. Did you see the sign? Prospektstraße und Reichsstraße. And Irmgard talked a lot about in her letters. She'd say, "I have to stop writing now because I must mail this letter." And that was the mail. That was the post office. Oh wow. And the It was right across the synagogue was street. right there. Yeah. It was right next to your house. There was your house and there was the synagogue. So they burned it down. It's very interesting. The tree is still here. Yeah. Thank you for pointing that out. Yeah. That was great. Actually, can I go onto that corner? That's Not a little so thing. safe. That's Yeah. a very dangerous street. Actually. Cars I did go in the coming middle by of that and take a picture. There's a lot of accidents happening. Oh. Claudia, be careful. We can't take you anywhere. Wow. Ich zeige jetzt noch, wo das Bankgebäude war. Das hat die nämlich auch
Gabby Spoiler. Ja. Genau die Ecke. Town hall. You will get a better look at it from the marketplace. And this is That's very near. That's 1990s. And that's very 1911. Wow. Okay, so This was. Inside, it was redone in 2003. We're not at the end yet. I will bring you back to Berlin. You can take me there. Yeah, I will bring you back to Berlin. I put that out. It's cold, right? Yeah. You're right. You're right. Wow. Wow, the ceiling is incredible. You can take your jackets. We go. Okay. so beautiful. Aus. Nee, bloß, dass die Küche Bescheid weiß, Ja. dass die jetzt Zeit Genau, also ein bisschen. Gut! Ich mache ein bisschen das so ein bisschen schöner aufstellen und dann nehmen wir einen kurzen Kurs. Alles klar, so Bescheid. Alles So, klar. sag Danke. Many. Yeah, it's all original. When was this built? 1911. Took 5 years to build it. Wow. So it was finished. You can feel the steps, the uneven. It was designed by an architect named Richard Möbius. He also did the King Albert Museum, and he also did the Opera House. But it's all the same architect. Yeah. And the Smithsonian On my camera. Oh, can you give it to me? Yeah. That's lightweight.
historic hallway. Yeah. You have the little pictures, and they symbolize all the aspects of the city which the city had taken care of in the time that it was built in 1911. So there are some things that were city business back then, like lightning, like light stuff, lightning, or theater. Feuerwehr, I like the one Feuerwehr with the hose. Yeah. It's like a chip in it. And this is the Chemnitz crest. Correct. That's the crest with the small one. There's a big one with helmet and. Okay. Wow. Yeah. Is this belching? No, what's beleuchten? What is that? Lightning. So these are Wasserwerk. former mayors of Chemnitz at the paintings. Let's go in here. Okay. There was somebody here before us. Was ist das? We will wait here for a little. This mayor will meet us here, Okay. so she can tell you what that is. Can we put our stuff down? Yeah, you can put up this, put down your stuff for a little. Looks like a courthouse. It's all original. Yeah. There was going some hard work into make it all original again. You see the floor tapestry. That's silk. It was very hard. It was destroyed during the Gabby times. It was really difficult to find somebody who was actually able to redo it or in the original way. Schönen guten Tag. Carol. Guten Tag. Cat. Guten Guten Tag. Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Grüß Gott. Woher kennen Sie den schon? Guten Tag. So bin ich aufgewachsen. Also eher in Bayern. Are you from Bulgaria? Ja. Grüß Gott. Ganz tief eingegraben. Und wenn wir gehen, dann sage ich Servus. Servus, ja. Ja, ich finde es wunderbar, dass Sie da sind und dass Sie meiner Einladung folgen konnten. Yeah, it's a real honor that you were able to follow my invitation here to Chemnitz. Und über drei Generationen? Having Oder 4 Generationen? four generations. Hier? Yes. Glaube ich 3. 3. Yeah, we have three generations. Es gibt 4. Ja. Ja. Wunderbar. Ja, in Chemnitz, wo ja Ihre Familie auch Wurzeln hat. Yeah, in Chemnitz, where your family has roots. Yeah. Und zwar sehr starke Wurzeln hat. Pretty strong roots. Wann war das gebaut worden? Ich sage das gleich. Also in der Zeit, wo Ihr Großvater, Vater, Urgroßvater hier gelebt hat, ist das Rathaus eröffnet worden, 1911. In the time your grandfather and your father would probably lived here in the area, it was opened in 1911. This building. Yeah, the town. Und Ihr Vater, Großvater, Urgroßvater war ja ein Kunstsammler und ich bin mir sicher, dass er Max Klinger nicht nur gekannt, sondern auch verehrt hat. And your Karl, your great-grandfather, he probably would have loved and I'm pretty sure admired Max Klinger. Yeah. Ich bin mir
ziemlich sicher, dass er das Bild gesehen hat. I'm pretty sure that he saw that picture. Wow. Max Klinger ist ein sehr bekannter Maler seiner Zeit. Ihr Großvater war ja vor allen Dingen in die Romantiker verliebt. Er ist ein Impressionist und ich denke, das hat ihn interessiert. I'm pretty sure that Karl was very interested in this picture because, as I know, he was a lover of the Romanticism, the Romanticist fields. And as you can see, this is very impressionism, which is kind of related. Dazu muss man noch sagen, dass die jüdische Gemeinde auch, also Mitglieder der jüdischen Gemeinde auch sich finanziell am Bau dieses Hauses beteiligt haben. Furthermore, we have to say that parts of the Jewish community and of other communities with a lot of money helped realizing this building. Es sind einige Kunstwerke in dem Haus, Brunnen und andere gestiftet wurden, weil der Stadt weil das Geld alle war für das Haus. So the city ran out of money in order to finish the building. So a lot of fountains and paintings and like what really brings soul to a house was sponsored. Ich weiß nicht, ob der Herr Dr. Nitsche das weiß, was das zum Beispiel war. Also ich wüsste es jetzt nicht sofort. Ich weiß nur, dass sie irgendwie Geld gestiftet haben. There was a lot of money found. Und das war insofern besonders bemerkenswert, dass bei der Eröffnung der jüdischen Synagoge 1899 kein Vertreter der Stadt trotz Einladung hingegangen ist. And the sad part is that on the opening of the Jewish synagogue on the Kasberg, where we were before, in 1899, there was no member of the city council or of the city administration whatsoever who had attended there. Is that synagogue still there? No, that's the one that burned down right to your house. Also die Synagoge noch steht. Nein. Wir haben eine neue Synagoge, waren Sie da? But we have a new synagogue. We've built a new one. And about the same, at the same place? Am selben Ort? Nein, nicht am selben Ort, an einem anderen, aber diesmal haben wir aus vielen guten Gründen das Haus maßgeblich mitfinanziert. Not at the same place, but on a different place. But this time we had funded it a lot for city money, for good reasons. Und auch gerade sind da Umbaumaßnahmen notwendig und auch die bezahlt der Freistaat Sachsen, also die Landesregierung von Sachsen, wo morgen der Ministerpräsident auch kommen wird, morgen Abend und die Stadt, weil die jüdische Gemeinde das Geld nicht haben kann, weil wir ja die Juden, die in Chemnitz so erfolgreich waren, nicht hier behalten haben, sondern vertrieben oder ermordet haben. Right now we renovating this synagogue because there were some troubles with the building, and we financed that also. And another co-financer of the new synagogue and the remodeling, which is happening right now, is the Free State of Saxony. And tomorrow, at the opening of the Place of Jewish Culture, you will meet the Prime Minister of the Free State of Saxony. He will be there too. Great. Letzten Absatz noch. And the last thing she said was that sadly the Jewish community was not able to pay for the synagogue itself, but that's really our fault because we drove them away, we deported them, and so it is our duty to rebuild it. Ja, und ansonsten ist das der Raum, wo seit über 100 Jahren alle Entscheidungen getroffen werden, in guten und in schlechten Zeiten. But in general, this is the room where every decision for the good or the bad had taken place for the last over 100 years. Wow. Decision, she said?
Like voting? Und er sieht auch noch bis auf diese Geräte genauso aus. And it looks the same like it does, like it did 100 years ago, except for these little technical things. Really. Wow. Muss ein bisschen wissen. Oberbürgermeister ist immer dort. And I, as mayor, is over there. Ich bin hier die erste Frau, die hier ist. I'm the first woman ever to sit in that chair. Und 60 Stadträtinnen und Stadträte nehmen hier Platz. And over here you have 60 representatives, city representatives from different political parties sit over here. Yeah. Und wie lange sind Sie Bürgermeister? Seit 2006, seit 11 Jahren. 11 years, 2006. Are there periods of like Election terms? Yes. Gibt's bei Ihnen? Yes, 7 years. Okay. Wow. It's beautiful in here. It is. Yeah. Yes, wunderschön. Ja, der Raum lebt schon, das ist sehr ungewöhnlich, dass in einem Raum von einem Kommunalparlament so ein Bild hängt. The room really lives with painting. It's very uncommon for a room which is home to a city parliament To have art. To have this kind of painting. Yeah. Und ich, Gibt es eine Geschichte? Is there a story? ja, es gibt eine Geschichte. Der Chemnitzer Unternehmer Vogel war befreundet mit Herrn Klinger. The Chemnitzer entrepreneur Vogel, he was befriended with Max Klinger. Okay. So wie ihr Großvater, Vater sich für Kunst interessiert hat, Kunst gesammelt hat, hat das Herr Vogel genauso getan. Like Karl Heumann, Vogel also was an art collector and lover of the fine arts. Und er war auch Mäzen für die Kunstsammlung und hat sich in den Kopf gesetzt gehabt, dass in diesem Raum ein Max-Klinger-Bild gehört. And also, like Karl Heumann, he was a supporter of the art collection of the city, and in his head, he had the idea of bringing Max Klinger into his town hall. Und er hat es auch bezahlt. And he paid for it. Wow. Aber 1911 war das Bild noch nicht da. But in 1911, the picture was not there yet. Sondern erst 1918. But not until 1918. Und das ist nicht rangemalt, sondern es ist auf Leinwand angebracht. It's not painted on the wall, but it's painted on canvas. And then they brought it in. And Wow. the canvas was Und, put on the wall. und der Unternehmer Vogel hat es nicht mehr gesehen. Ne? Der war schon tot. Ich weiß nicht, Sie wissen ja immer so viel. Ja, der Wahrscheinlich hat es nicht mehr hier gesehen. And in the meantime, the entrepreneur who paid for it, Vogel, he died, so he never actually got going to see the final picture. Und zwischen 1911 und 1918 liegt der Erste Weltkrieg. And as you know, between 1911 and 1918, there was World War I. Und Klinger konnte wohl auch nicht malen durch die Eindrücke des Ersten Weltkrieges. Er brauchte Zeit, um wieder überhaupt so malen zu können. And all the terrifying horrors of World War II, they just got in Klinger's head, so he was not able to paint during that time. So afterwards, he needed some time to refreshing his system. Und der Unternehmer Vogel ist mit Max Klinger auf den Schlossberg gegangen und hat ihm gesagt, mal uns unsere Stadt. And the entrepreneur Vogel, he went up the one hill in Chemnitz, and he showed him his city and said, "Paint me this city." Sorry, das war so ungefähr 1910. And it was around 1910. Und Klinger hat gesagt, diese Stadt kann ich nicht malen, das sind so viele Schornsteine. And Klinger said, "I'm not able to paint the city. There is so much, like the big one. What is it? Smokestack. Smokestack." It's not inspiring. Das war auf der einen Seite der Reichtum der Stadt. Die Chemnitz war ja mit die reichste Stadt, also mit den höchsten Gewerbesteuern in Deutschland. On the one hand, that was good for the city because it was the wealth of the city, because Chemnitz was
one of the most wealthy cities back then. Und der Bankier ihrer Familie hat möglicherweise genau damit auch die Geschäfte gemacht und auch das Geld verdient, wovon ja dann die Kunst auch kaufen kann. And that's the money Karl Heumann used in order for buying and collecting art. Und das war die andere Seite, die Schornstein. And that's the other side. Fine arts bought by money and smokestacks creating that money. Und als Erinnerung, dass Schornsteine bei uns mal so wichtig waren, gibt es jetzt diesen einen Schornstein, der so bunt und nachts beleuchtet ist. Yeah, and in remembrance of that time where smokestacks were such an important part of our city, we have that one big smokestack which is colored and it's lit by night. I woke up at 4 in the morning Ich bin heute Nacht um 4 aufgewacht. because of jet lag and opened my door, and it was right there and it was beautiful. Ja, da habe ich die Gardine aufgeholt, ein bisschen rausgucken, habe den Schornstein gesehen, es war wunderschön. The smoke. Ja, da kam so ein bisschen Colored smoke. Ja, da kam raus. Ja, da spielen wir etwas auch mit unserer Vergangenheit. That's a little play we do with our heritage. Cute and sweet. What made it? What is it doing functionally? Was ist jetzt die direkte Funktion des? Also der Schornstein steht am modernsten Kohlekraftwerk der Deutschen Demokratischen Republik. Ja. Okay. Is that really this true? Smokestack, okay. That smokestack stands on the most modern power plant of GDR. Das heißt, kurz vor Ende der DDR ist das Kraftwerk fertig geworden. That means nothing else that shortly before the reunification, this power plant was finished. Das ist ein Energieunternehmen, was der Stadt mitgehört. Wir haben viele Unternehmen, die der Stadt gehören. And now it's owned by a firm, by a corporation, which is owned by the city. We own a lot of corporations. Und es ist noch ein Kohlekraftwerk. And it's still in use as a coal power plant. Aber in Deutschland hat man sich auf den Weg gemacht, aus der Kohle komplett auszusteigen, und wir machen gerade Konzepte, wie wir ohne Kohle noch Geld verdienen als Energieunternehmen. But in Germany, we are on our way to find a way out of coal industry, of coal power plants. And right now, what we are doing is to find a way where we can step out of coal power plants, but still make money with our corporation, which is owned by the city. Mit dem Gewinn aus dem Kraftwerk finanzieren wir unseren gesamten ÖPNV. With the öffentlichen Nahverkehr, also Bus und Bahn. Yes. With the profit of our nuclear power plant and out of the corporation, of the energy corporation, we finance our whole public transportation system. Tram, bus, everything. It's just incredible. From the small profits of the energy company. Wow. Das heißt, wenn wir Schornstein bauen, kommt ein Geld. That means nothing else. If the smokestack pulls out smoke, there's money coming out. Smokestacks that emit white smoke really are emitting water vapor. Ja, also ich kenne ja, also weißen Rauch aus Schornstein kenne ich ja immer nur als Wasserdampf. Ja, das ist gereinigt, also auf alle Fälle erfüllt das alle Normen, die es irgendwie gibt. It's really filtered, and it's all the norms that are at stake are very much. They're following all the rules. Yeah. Following all the rules. Der Schornstein ist 300 Meter hoch. There, the smokestack is 300 meters high. Wow. Und in der DDR ist er deshalb so hoch gebaut worden, damit der Dreck weit wegfliegt. Das ist wirklich so. And the reality, because why it is so high in GDR, they built them so high that the dirty air was from as far as possible. Das ist heute No nicht joke, mehr that's so. reason. Yeah, that was the reason. Yeah, to Dresden. Ja, so ungefähr. Depends on the wind. Leipzig or Dresden. Ja, ich würde Ihnen noch
noch zwei andere Räume? Genau, we have two more rooms to see. Oh. Yeah. Das ist der sogenannte grüne Salon, weil sich das Holz so grün gefärbt hat. This is what we call the green salon, because the woodwork has turned green. Wow. Und hier oben sehen Sie 4 Bilder von Burgen und Schlössern aus der Umgebung von Chemnitz, die Ihr Großvater mit Sicherheit alle kannte. At the top of the doors, you see 4 paintings of 4 castles, which Karl Marx probably all had known. Sie sind gemalt In different seasons? in den 4 Jahreszeiten zu den 4 Tageszeiten. They are painted to the 4 seasons in the 4 baby times. Oh, wow. Jetzt versuche ich das mal mit Herrn Dr. zusammen. Also ich weiß, dass das ist Frühling und Vormittag. Was ist Also dann legen wir uns mal fest, dass es also Frühling und Vormittag. It's spring, AM, and it's a castle. Das ist Schoko. Okay, das ist Schoko. Das ist irgendwas damit Grund. Okay. Das weiß ich. Dann haben wir den Sommer und Mittag. That's summer and noon. Die Burg Augustusburg im Herbst und nachmittags. Castle Adelsberg in the fall and evening. Wow. Preview. Lichtenwald? Ja. Lichtenwald. Ich glaube nicht, dass das war doch schon immer ein Gefängnis. Die Mann hat doch ein Gefängnis gemacht. Wir haben gerade ein Disput, was das für ein We have a little spat on what it actually is. Auf alle Fälle ist es am späten Nachmittag und im Winter. And it's in the evening and in the winter. In the evening, in the winter. Es gibt bitte. Doch, ja, Stolberg oder Schulberg. Ja. So the flags, Chemnitz, and European. Very good, Marcus. Oh, it's warm. Das ist doch schon ewig Gefängnis. Ich war ja dort im Anstellungsbeirat. Das ist schon so lange. Das ist bestimmt was von einem Jahr Gefängnis. Das ist doch kein Gefängnis. Es war aber. Sieht auch so ähnlich aus Wir haben das als Gefängnis gehabt. Okay, das wusste ich nicht. Also ich denke, das ist als Gefängnis. Ich bin da noch meine ganze Jugend vorbeigefahren und dachte, das sieht halt genauso Sieht aus. es, weil es so oben steht, ja. Noch so dunkel und massiv ist. Ja, aber ich denke, dass das als Gefängnis ist. Da ist ja auch eine Mauer drumherum. Ja. Aber wir kriegen das noch raus. Was passiert hier? What happens here? Yeah, just normal meetings. Oh, weddings. Das ist das Grabgeschehen. That is the big crest of the city. Yeah, I see. Das war auch schon so, als ihr Vater, Großvater hier gelebt hat. Yeah. And it's the same crest that your father, grandfather had known. Wow. Die Deutschen lieben den Löwen immer. The Germans love them alive on Yeah. the crest. In Leipzig guckt der Löwe zum Beispiel nach außen und bei uns guckt er nach innen. Leipzig is very similar, but the line goes outside, whereas Warum auch it's immer. inside. Why? One is facing this way. Or no, it's the whole thing is faced. No, it's just a line switched. Okay. Huh. Or like Ja, wahrscheinlich der Ruhe. Vielleicht. yeah, because his head is turned. Wow. Ja, Löwen tätowiert. Ah ja. It's a beautiful
Copper and varnish or something. Huh. That's how. Zeige ich gleich. Auf dem Gang sind die Oberbürgermeister aus den ersten Jahren, wo Chemnitz Großstadt geworden sind, gemalt, bis zur Nazi-Zeit. In the hallway you see there are mayors of the city which were in their practice during the time that Chemnitz has become a major city. Also auch einige, also der Herr Sturm und wahrscheinlich auch er, sind in der Zeit Oberbürgermeister gewesen, als ihr Vater, Großvater hier gelebt hat. So there are also the mayors in the time that your grandfather, great-grandfather lived here. Möglicherweise hat er sie auch persönlich gekannt, ich kann mir das durchaus vorstellen. I can imagine that he knew them actually. Wow, yeah. Yeah, the President also received. Ja, das denke ich auch. And your portrait will go. Das ist abgebrochen, also durch die Zeit des Nationalsozialismus. Seitdem werden Oberbürgermeister nicht mehr gemalt. We end with the time of the Nazi era, the Nazi era. Mussten Sie den Stern fahren? Nein. Im Gymnasium durfte ich nicht sein. Also hatte ich Lehre für Geschichte, für reading, for everything. Comes the end of the war. I didn't miss anything. Ich habe eigentlich nichts verpasst. Oder alles beigebracht. Aber Sie konnten nicht mehr mit Ihren Freundinnen zusammen sein? Doch, das ging doch. Weil ich hatte gestern Nachmittag Chemnitzer eingeladen, die im Krieg Kinder waren. Yesterday I invited Chemnitzers who were children during the war. Also in ihrem Alter. People in your age. Und die haben mir erzählt, wie schlimm sie das fanden, dass sie dann mit ihren jüdischen Klassenkameraden nicht mehr zusammen sein konnten. Da erinnern sie sich noch dran. Ich meine, für sie war es noch viel schlimmer. Oder ganz schlimm, aber. Ja. Möglicherweise, ja. Sie werden jetzt in die Kunstsammlung gehen, glaube ich, zu Frau Messinger. Now to meet again with Dr. Messinger. Und sehen wir uns morgen Abend. And we will see each other tomorrow. Zu den Tagen, da sehen wir uns. Und dann sehen wir uns nochmal am Sonntag. And then we will meet back again on Sunday for the opening of the art. Ich habe trotzdem was für Sie schon mal mitgebracht. I have a little present for you. Ein Erinnerungsbuch über die Stadt mit Bildern für hinterher. A picture book of Chemnitz with a lot of nice photographies for you to remember your trip to Chemnitz. Und dann haben wir, waren Sie in Tietz? Der Steinernen Wald? In Chemnitz gibt es eine Besonderheit durch einen Vulkan. Sie können es einfach erzählen, ohne dass ich über. And in Chemnitz there is a specific piece of petrified forest due to volcano explosions. Wie viele Millionen Jahre? 95 Millionen. 259 million years ago there was a volcano erupt and it's closed up wood and that wood is petrified now. Wow. Und da ist ein Stück. And a piece of that petrified forest, of the petrified wood, we want to give you. Incredible. Yeah. That's heavy. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben auch etwas für Ihnen. Das ist auf Englisch. This is also art. Ja, das ist auch Kunst. Was wir but we cannot compete with the art in Chemnitz. Aber mit der Kunst hier können wir natürlich nicht ganz mithalten. This is art from the west coast of the United States. Das ist von der Westküste der USA. Specifically Seattle. Also genauer aus Seattle. Yeah. I've been there. Oh, good. Yeah. And then you might have seen the Chihuly
glass exhibit? Dann haben Sie vielleicht da die große Djibouti Glas-Ausstellung gesehen. Nein, Okay. nein. This is not Djibouti Oh. glass. Ich muss dazu sagen, das ist nicht Glas. Because we couldn't bring Ja, Djibouti. Ja, also das hätten wir nicht gekonnt. Das verstehe ich. However, in Seattle, there's a lot of artists who want to learn to become good glass blowers. Es gibt aber in Seattle wirklich eine ganz große Anzahl an Künstlern, die mit Glas arbeiten und die versuchen, immer And besser zu werden. this is a glass piece of art by an apprentice in Seattle who wants to learn. Das ist gerade von einem Meisterschüler, der jetzt gerade With auf dem Weg nach oben ist. many thanks Ja. Ganz recht Herzlichen Dank. herzlich. for everything. Ja, für alles einfach. Dankeschön. Wir sehen Ja. We will see each other Vielen Dank. again. Good. Auf Wiedersehen. Here's so many explanations of everything. Where? Ja, so viel erzählt und erklärt. You know a lot. Ich bin jetzt still. Sie wissen auch Dankeschön. Auf Wiedersehen. Bye bye. Celebrating in Mai 200 I like the profile. Yeah. And the, For him. That's great. Is he still? Wo wir schon gestern einen fröhlichen Abend hatten, eingeladen und da darf ich, oh, you are perfect. Like, da darf ich vorstellen, Ulrike or Uli Henry. Here, this lady, she is the daughter of Karl Heumann and the sister of Thomas Heumann. It's very close to the donators. And Michael Henry, that's her husband. And then we have Carol Heumann Snyder. She is here, the granddaughter of Karl Heumann and the daughter of Thomas Heumann. Correct? Now it's a little more difficult for me. Claudia Bilbao is a granddaughter, but I don't know exactly. Karl Heumann. Okay. Karl. Die Tochter von Uli. Oh, she's the daughter of Uli. You should be closer. Aw. Behave yourself. And then we have great-granddaughters, Catherine Snyder, here, Yeah. and Marina Heumann. He's not. She's not yet here. Then the grandson, Marcus Stanford. Here. And you are the grandson of. Oh, And the son. this is a grandmother. Okay, this is perfect. And Peter Snyder, another grandson. This is your mother. Yeah. Meine zwei Kinder. Sorry? Meine zwei Kinder. Oh, Ja. zwei Kinder. Okay, yeah, but now it's more clear. Ja. Yeah, I don't have you on my paper. Oh. Ich habe jetzt, ich darf jetzt begrüßen Herrn Dr. Mitsche. Er ist Historiker und hat sich sehr lang auch mit der Familie Heumann beschäftigt. Und wir haben ihm den Kontakt zu verdanken zu Thomas Heumann. Da haben Sie mich ja darauf aufmerksam gemacht, habe ich mich dann in Verbindung mit Herrn Thomas Heumann gesetzt. Es gibt ja auch einen Briefverkehr. Ich habe auch noch das Privileg gehabt, einige Male mit ihm zu telefonieren. Und um einen guten Eindruck zu machen, haben wir ihm dann Chemnitzer Stollen, Weihnachtsstollen geschickt. Er hat dann also unerwarteterweise den Wunsch gehabt, zu Ehren von seinem Vater dem Museum eine Schenkung zu machen. Und da waren wir natürlich sehr gerührt. Und wenn Sie zum einen Museumseingang reinkommen, dann sehen Sie beide Namen schon an der Wand. Karl und Thomas Heumann. Und da steht drauf Chemnitz, Germany and Ashland, United States. Ja. Ja, hoffe ich, jetzt seht ihr. Dann hat die Frau Kinder, die ist in
Gabby-Kabinett, Spezialistin für Zeichnungen und Arbeiten auf Papier. Die hat die Ausstellung hier organisiert. Die macht etwas später nach dem Vortrag von Herrn Nietzsche eine Führung hier. Natürlich steht die Familie auch für Fragen zur Verfügung. I hope that if there's a question, we can ask you. Okay? Ja, und dann bitte, Herr Nietzsche. Ja, vielen Dank, Frau Messinger, für die freundliche Einführung. Es freut mich auch sehr, dass wir am Sonntag die Ausstellung eröffnet werden. Ich möchte jetzt in aller Kürze die Familie vorstellen. Ich möchte jetzt nicht meine Rede am Sonntag vortragen, das könnte ich auch. Aber ich gehe davon aus, dass einige von Ihnen am Sonntag anwesend sein werden. Also ich möchte jetzt anhand von 6 oder 7 Punkten sagen, warum ist das Gedenken an Karl Heumann eigentlich sehr wichtig und eigentlich schon lange überfällig gewesen. Wer war Karl Heumann? Ich denke, die meisten von den Chemnitz wohnenden Bürger können mit dem Namen nichts anfangen, nur einige wenige haben den Namen schon mal gehört. Leider, muss man sagen. Karl Heumann war eigentlich, wenn man sich mit ihm beschäftigt, ein ganz bedeutender Mann. In vielen Bereichen war er tätig, hat nicht nur im Bereich Kunst große Verdienste, sondern auch in anderen Bereichen. Ich möchte mal ganz kurz das zusammenfassen, worum es meiner Meinung nach mindestens 7 Gründe gab, um sich in der nächsten Zeit mit Karl Heumann, seiner Frau Irmgard und den 3 Kindern weiter zu beschäftigen. Also erstens, Karl Heumann war ein Bankier, ist ja nichts Besonderes, aber er war aufgrund seiner jüdischen Herkunft einer der einzigen, wenn nicht der einzige Bankier in Chemnitz. In Dresden und anderen Städten gab es ja viele jüdische Bankhäuser, demzufolge auch jüdische Bankiers. Karl Heumann war auch der einzige Jude, der in dem Bankhaus Bayer und Heinze erst Prokurist, später Mitinhaber war oder persönlicher haftender Gesellschafter. Ich weiß nicht, ob Sie das Bankhaus Bayer und Heinze schon mal gehört haben. Das bestand von 1889 bis mindestens 1945, war ein Bankhaus mit Sitz in Chemnitz, eine Privatbank, hat aber auch einige Niederlassungen in Burgstedt, in Liechtenstein, in Leipzig sogar. Also das Bankhaus ist auch sehr interessant aufgrund seiner Geschichte. Und Karl Heumann war ab 1908 dort beschäftigt, bis eigentlich zu seiner Vertreibung aus der Bank 1938. Also fast sein ganzes Berufsleben war mit diesem Bankhaus verbunden. Das ist schon mal wichtig. Jetzt nochmal 3 Versätze. Wer war eigentlich Karl Heumann? Er war eigentlich aufgrund seiner Geburt Jude, das muss man sagen. Seine Eltern waren Leberecht und Selma Heumann. Er kam in Köln zur Welt. Und dann ab 1891 beschloss der Vater, Leberecht Heumann, Köln aufzugeben und nach Dresden zu ziehen. Warum genau, das habe ich nicht herausfinden können. Weil er zog dann mit Frau und 3 Söhnen von Köln in das schöne Dresden. Wenige später ist dann dort noch ein weiterer Sohn zur Welt gekommen, Hans Heumann. So dass man sagen kann, die Eheleute Heumann hatten 4 Söhne. Hans Heumann ist leider mit 22 Jahren frühzeitig in Dresden 1908 verstorben. Er war auch vom Beruf Bankbeamter. Was interessant ist, weil Sie nach Dresden reisen sollten, die Zeit haben den jüdischen Friedhof, den neuen jüdischen Friedhof zu besichtigen. Dort finden Sie die Gräber von Leberecht und Selma Heumann, also Karls Eltern, und auch das Grab von Hans Neumann. Ja, was muss man noch sagen? 1919 beschloss er zu heiraten. Es war eine Frau aus der Unternehmerfamilie der Buttiges, vielleicht auch nicht so sehr bekannt, aber es war damals eine ganz bedeutende Unternehmerfamilie. Der Vater war Generaldirektor der Maschinenfabrik Sondermann und Stier. Und ich gehe mal davon aus, dass viele Fälle dieser Art, dass er aufgrund der christlichen Herkunft seiner Ehefrau sich entschieden hatte, auch zum Christentum zu konvertieren. Das war damals ziemlich häufig, weil in den 20er Jahren gab es sehr viele Konvertierungen, meistens weg vom Judentum hin zum Christentum. So dass man sagen kann, 1920, 19 war er dann nicht mehr mit dem Judentum verbunden, hat dem Judentum Rücken gekehrt. Das würde ich nicht groß vorstellen oder bewerten, es war einfach so. Sie wohnten dann in Chemnitz, und zwar auf dem Kasper, wie die meisten erfolgreichen Juden, Anwälte, Ärzte, Unternehmer, haben sie sich dann ein Häuschen oder ein größeres Haus in der Reichsstraße gekauft. Wir waren heute Vormittag dort. Das ist, wenn Sie sich das vorstellen können,
Ecke Reichsstraße, Stefanplatz, wo jetzt Neubauten stehen. Gegenüber ist dann das ehemalige Reichspostamt. Dort an der Ecke, da stehen jetzt Neubauten. Dort befand sich das Haus von Karl Heumann. Das hat er auch nicht bloß bewohnt, sondern auch erworben. In den nächsten Jahren sind dann, wie gesagt, 2 Söhne zur Welt gekommen, 1923 noch Rainer, 28 Thomas und mit etwas Abstand noch 1932 oder 31 die Ulrike dann zur Welt gekommen. Also die Familie Heumann hatten 3 Kinder. Die wurden alle christlich erzogen. Das ist wichtig dann, um das später zu verstehen. Was ist noch wichtig, wenn man von Karl Heumann spricht? Er war ab 1919 etwa bis Anfang 30 Vizekonsul für Portugal. Ich habe das noch nicht herausgefunden, wie das zustande gekommen ist. Es gab einige Unternehmer in Chemnitz, die waren Konsul oder Vizekonsul von anderen Staaten. Auf alle Fälle war Karl Heumann Vizekonsul für Portugal. Was ist noch wichtig? Er war aufgrund seiner Funktion, er war ja wie gesagt ab 1919 der Mitinhaber des Bankhauses, war ja auch vertreten in sehr vielen Vereinigungen, Vorständen, Vereinen in Chemnitz, und zwar was das Bankwesen anbetraf. Ich werde davon am Sonntag nochmal vorlesen. Er gehörte mindestens 6 oder 7 verschiedenen Vereinigungen an. Das ist schon sehr bemerkenswert. Außerdem war er auch aktiv am Landgericht. Er war Gerichtsrat. 4. was warum wir heute diese Ausstellung machen dürfen. Er war, ich habe es nicht herausgefunden, ab wann, Kunstsammler. Und zwar hat er vor allem Zeichnungen und Aquarelle gesammelt. Und was vor allem interessant ist, er hat in den Jahren 30, 33 und 34 mindestens 3 große Ausstellungen gemacht, die hier stattfanden. Und zu diesen Ausstellungen sind noch sehr interessante, schöne Kataloge erschienen. Ich denke, im Haus werden die Kataloge vorhanden sein. Ich möchte auch genau sagen, wie die Ausstellungen hießen. Außerdem war er auch ein ziemlich anerkannter und begehrter Sachverständiger in Kunstfragen. Also war es nicht nur Sammler, sondern er war auch Sachverständiger, konnte Expertisen erstellen. Und das wurde sehr oft von der Stadt Chemnitz vor 33, aber auch noch nach 33 genutzt. Er hatte zum Beispiel auch eine möglicherweise ambivalente Beziehung zum Kulturstadtrat Woldemar Bauerstedt. Da ist eine Streitfigur in der Geschichte der Stadt Chemnitz. Die hat sehr viel Schaden angerichtet im Bereich Kultur, aber trotzdem gab es eine gewisse Beziehung zwischen beiden Herren. Das muss man so konstatieren, ohne es groß zu bewerten. Ich weiß nicht, ob das Leben von Bauerstedt schon mal richtig aufgearbeitet worden ist. Ich glaube jedenfalls noch nicht. Das wäre auch meine Aufgabe in Zukunft. Was ist noch bedeutend, wenn man sich mit Karl Heumann beschäftigt? Bedeutend ist es deswegen auch, weil anhand seines Lebens kann man das Leben und Schicksal von sogenannten nicht-arischen Christen darstellen. Das ist jetzt nicht von mir ausgedacht, der Begriff. So wurden damals in der Nazizeit die Christen bezeichnet, die aufgrund ihrer Herkunft nicht arisch, meistens jüdisch waren. Deswegen gehörte er zu der ganz kleinen Gruppe in Deutschland der nicht-arischen Christen. Die saßen immer zwischen 2 Stühlen. Juden waren sie ja nicht mehr. Christen waren sie aber auch nur ansatzweise, wurden sie auch nicht ganz respektiert. Und deswegen ist das Schicksal dieser kleinen Menschengruppe sehr interessant und auch für die Forschung sehr wichtig, meiner Meinung nach. Er war ja aufgrund seiner Ehe dann ein sogenannter, in einer privilegierten Mischehe lebenden. Sie kennen ja bestimmt die Nürnberger Rassengesetze 35. Und da gab es dann diese seltsame Konstruktion, dass Kinder aus dieser Mischehe dann als Mischlinge 1. oder 2. Grades bezeichnet wurden. Das hat dann Folgen für das spätere Schicksal. Im Fall der Heumann war es nämlich so, die 3 Kinder wurden alle von Anfang an nicht jüdisch erzogen. Sie sind irgendwie ganz wichtig. Demzufolge wurden sie dann als Mischling 2. Grades, immer in Anführung, betrachtet. Das ist ganz wichtig, um das spätere Schicksal besser verstehen zu können. 1944 starb dann an einer schlimmen Erkrankung Irmgard Heumann, geborene Buttige. Sie ist extra nochmal, glaube ich, nach Halle gefahren, um sich dort behandeln zu lassen. Sie hatte, glaube ich, einen Tumor im Gehirn, also war fast nicht zu retten. Aber Sie wissen ja bestimmt, dass es Schwierigkeiten gab in der medizinischen Behandlung von Juden, aber teilweise auch von den nicht-jüdischen Ehepartnern. Eigentlich sollte man ihnen helfen, aber man hat es immer dann verschoben oder abgelehnt sogar. Und so ist sie nach Halle gefahren und dort leider verstorben. Das bedeutete, dass jetzt der Status privilegierte Mischehe
aufgrund dessen, dass der nicht-jüdische Teil, der eher gestorben war, weggefallen ist. Muss man auch so sehen. Und das hatte wiederum zur Folge, dass dann die beiden Söhne 1944 im Herbst mobilisiert wurden, und zwar für einen geschlossenen Arbeitseinsatz, so nannte sich das damals. Und beide Söhne kamen dann in ein Zwangsarbeitslager der Organisation TOT. Ich gehe mal davon aus, die wenigsten werden das bisher so gehört haben. Die Organisation TOT war besonders ab 1941 aktiv und hat dann aufgrund des Arbeitskräftemangels im Reich zur Zeit des Zweiten Weltkrieges männliche Arbeitskräfte mobilisieren müssen. Und da wurden dann ab 44 April, besonders ab November, wurden dann besondere Gruppen mobilisiert. Ich will mal kurz aufzählen. Also sogenannte Mischlinge, immer nur sogenannte. Dann natürlich auch italienische Kriegsgefangene, sogenannte Zigeuner, also Sinti und Roma, oder auch leicht Kriminelle. Die wurden alle damals mobilisiert und zu verschiedenen Zentren in Deutschland gebracht. Ich habe die Namen von über 70 Männern aus Chemnitz schon gefunden. Die sind im November 44 oder im Januar 45 Reichsbahn dann nach Munzig bei Meißen gebracht worden. Und dort mussten sie in einem Kalkbergwerk unter ziemlich unmenschlichen Bedingungen schwerste Arbeit verrichten. Andere mussten dann in Chemnitz ähnliche Arbeiten verrichten. Und dort waren auch Thomas und sein älterer Bruder Rainer für Zwangsarbeit verrichtet worden. Das ist auch noch nicht so sehr erforscht worden, ist vielleicht auch Stoff für die Zukunft. Und was ist jetzt das besonders Tragische auch noch, wenn man von Karl Heumann spricht, sein Tod. Er ist ja sozusagen Opfer geworden der Luftangriffe auf Chemnitz, aber die Frage hat sich Thomas sein Leben lang gestellt, was wäre, wenn er am 14., 15. Februar mit vielen anderen in Chemnitz nach Theresienstadt deportiert worden wäre, wie Herr Rothstein oder Herr Kleinberg. Da ging dann Thomas davon aus, hätte er zu 99% Wahrscheinlichkeit überlebt. Denn nur ein einziger Chemnitzer Jude ist in Theresienstadt geblieben, und dies nach der Befreiung des Ghettos. Aber so, aufgrund seines Statuses, ist er dann nicht deportiert worden. Und wie wir alle wissen jetzt, ist er dann Opfer geworden der Luftangriffe. Es gab ja im Februar und März 1945 mindestens 10 oder gar 11 große Luftangriffe auf die Stadt. Die schlimmsten waren ja am 3. und 5. März. Und Karl Heumann war, denke ich, überzeugter Sammler, leidenschaftlicher Sammler, aber ja, ich denke, das sagt er schon aus, ein voller Leidenschaft Sammler. Und er ist dann nochmal zurück in das schon brennende Haus und wollte die Teil seiner Kunstsammlung retten. Und leider ist dann das Haus zum Teil eingestürzt und er starb dort in den Trümmern des Hauses in der Reichsstraße. Ein ganz tragischer Tod, denke ich. Wie gesagt, wenn er vielleicht deportiert worden wäre, hätte er überlebt. Aber das ist mühselig. Ich habe herausgefunden, dass es einen weiteren großen Transport geben sollte, und zwar den 10. März 1945. Da habe ich schon Vorbereitung von der Gestapo, da habe ich Briefe gefunden im Staatsarchiv. Aber, wie wir gerade gehört haben, sind diese Listen mit dem Gestapo-Gebäude auf Herrn Kassberg zerstört worden. Die Listen wurden verbrannt. Dann wusste die Gestapo nicht mehr, wo noch in Chemnitz Juden, jüdische Menschen jüdischer Herkunft leben. Deswegen wurde damals der Arzt Dr. Adolf Lipp, der war auch ein konvertierter Jude, 1920 auch zum Christentum übertreten, aber Dermatologe und außerdem beauftragt von der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, sich für die hier noch lebenden Juden in Chemnitz bis nach Zwickau einzusetzen und alles zu organisieren. Also dieser Mann musste dann, das klingt so alles erfraulich und schockierend, die Listen zusammenstellen und den Menschen auch sagen, dass sie bald weg müssen. Ich habe dann eine Zeugin sprechen können, eine Edith Jakobson. Ich sagte, eines Tages kam Adolf Lipp zu ihr und zu ihrer Mutter nach Hause und sagte, er ist beauftragt worden, eine neue Liste zu erstellen mit allen noch in Chemnitz lebenden Juden, jüdischen Mischlingen, aber auch, was besonders neu war, den sogenannten jüdisch Versippten. Das ist auch Nazisprache. Als jüdisch versippt wurden damals die Ehemänner oder Ehefrauen bezeichnet, die zu ihren Eheleuten den jüdischen bis zum Schluss standen. Die nannte man abwehrend jüdisch versippt. Also diese ganzen Gruppen sollten am 10. Mai 1945 dann deportiert werden, also auch Karl Heumann. Und möglicherweise auch seine Söhne, wenn sie zurückgekommen wären aus Meißen. Dazu kam es aber nicht, wie wir alle wissen, am 8. Mai, 9. Mai war der Krieg zu Ende. Damit war das auch nicht mehr möglich. Was interessant ist,
Dr. Adolf Lipp hat jeweils den Personen gesagt, dazu wird es nicht kommen, er verspricht ihnen, wenn es soweit kommt, geht er in den Untergrund und versteckt sich dort mit den Listen im Untergrund, sodass eine Deportation nicht mehr möglich gewesen wäre. Ich denke schon, dass es Dr. Adolf Lipp bestimmt gemacht hätte. Er war ein sehr angenehmer Mann. Ich habe vor 3 Jahren erreicht, dass er an der Nikolaikirche mal geehrt wird. Es ist auch so eine Twitter-Funktion gewesen. Er war zwar aufgrund seiner Herkunft Jude, aber 1920 konvertiert und dadurch ist in der jüdischen Gemeinde eher fast vergessen gewesen. Ich habe dann in der Nikolaikirchgemeinde erreicht, dass es eine Gedenkveranstaltung gibt, die an Dr. Adolf Lipp erinnert. Ja, soviel zu Karl Heumann. Wie gesagt, ich kann den Thomas Heumann seit 2006, am Anfang telefonisch, dann von 2006 bis Januar 17, also bis 3-4 Wochen vor seinem Tode, E-Mail, regelmäßig, manchmal zwar mit größeren Abständen, aber wir haben uns ziemlich oft ausgetauscht. Er hatte sich endlich 2006 die Frage gestellt, er möchte gerne ein Buch schreiben über das Schicksal der nicht-jüdischen Ehepartner in einer sogenannten Mischehe. Meistens wird bloß das andere Schicksal dargestellt, aber er wollte dann zeigen, was seine Frau Irmgard, ich glaube, die war eine ganz besonders starke Frau, unabhängige Frau, was aus diesen Menschen geworden ist in der Nazi-Zeit. Ich habe im Staatsarchiv ein paar Briefe gefunden von Irmgard Heumann, wo sie 1940 an den Reichswirtschaftsminister geschrieben hat und darum bat, dass man doch ihrem Mann den Telefonanschluss lassen sollte. Sie schrieb darin, er lebt sich schon ganz zurückgezogen in seinem Haus, hat kaum noch Kontakt nach außen. Das Telefon ist ganz wichtig für ihn, auch als Kunstsammler und Sachverständiger. Aber sie hat immer erreicht, dass der Telefonanschluss wiederhergestellt worden ist, aber nicht auf den Namen ihres Mannes, sondern auf ihren Namen. Also da hat sie doch etwas erreicht. Ich denke, Telefon war damals äußerst wichtig, gerade für solche Menschen, die zurückgezogen leben mussten. Er hatte auch kaum noch Kontakte, zu Juden ohnehin nicht, aber auch zu seinen sonstigen Kunstfreunden eher sehr beschränkt. Ich habe herausgefunden, dass er im Testament 2, 3 ganz interessante Personen als Testamentvollstrecker bezeichnet hat. Vielleicht sind die Namen hier in Kunstsammlung auch bekannt, und zwar Günther Fürst von Schönburg-Waldenburg. Den hat er benannt als einen seiner Testamentvollstrecker. Dann noch einen Herrn Barner aus Oberlungwitz, ein ganz berühmter Unternehmer, und dann noch einen Unternehmer aus Dresden. Ich kann mal davon ausgehen, dass diese 3 Personen vermutlich zu den engsten Freunden gehören der Familie Heumann. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich denke, Sie haben eine kurze Einführung bekommen. Und ich hoffe doch, dass es in der Zukunft vielleicht mit Vermessingers Hilfe oder mit Hilfe der Stadt Möglichkeiten gibt, eine kleine Broschüre oder etwas anderes in dieser Art über die Familie Heumann, Karl Heumann, zu verfassen. Ich hatte schon mal vor 5, 6 Jahren einen Ansatz genommen, aber hatte dann keinen Glück gehabt. Ich denke schon, es würde sich lohnen. Jetzt gibt es einen ziemlich aktuellen Anlass. Da würde ich sagen, es lohnt sich umso mehr. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wir machen dann nicht einen Katalog. Das ist auch schön. Ja. Frau Kupka, ein Wasser bitte. Ja, in der Ausstellung. Hier wäre es schnell. Wir geben jetzt ein bisschen unser Zeitverstehen von den Journalisten, wer jetzt die Möglichkeit hat, und Frau Kindler wird eine Führung ansetzen. I would like to say, I don't know if you understand what Mr. Mitchell was telling you. It was a speech on the German tragedy and an example of a family. And I'm so sorry. Ich werde meine Rede heute abschicken. I will send you my Yeah, I'd love to. Ja. Okay, fantastic. Hier, zu einem Gespräch.
take a picture of you. Yes. Where? Maybe you have a favorite picture? Oh, yes. Maybe we can take that one. Okay. As you two are the closest relatives to Thomas Heumann, if I get that right. And Claudia and Marcus. Oh, okay. You're not the only daughter. I got that wrong. Yes. she is, yeah. Yeah. Get me out of here! It's on top of my purse. Yeah, you know the code. Yeah. Okay. This is so funny. Stay there for a moment. I'll get on the chair. Yeah. That picture again. Yeah. Real speech. I would love to get the translation. Thank you for the evening, my script. Great, Yeah, fantastic. no, Fantastic. But not from the day, it's my Saturday speech. Yeah. Okay. Today is without manuscript. I've learned so much about my family. Yeah, it's been incredible. I have found that the puzzle of Heumann. Yeah. Like what? Musicus. Oh. Kind Music. Musician. Musician, yeah. Puzzle of Weberich. I think that it's been hard for my mom to find anything about Leibrecht and his family. Yeah. Anything in Cologne. So many records are not internet. Yeah. Right? So you have to be here. To look at the records and hope that they didn't get destroyed. Yeah, we wrote you that Fuller has translated or transcripted a A lot. of letters. 600 pages of letters. It's good. Yeah, yeah. It's a basic for a new book. It's in a book, thick book. Yeah. I have any weeks ago bought by eBay. Oh, that's a great. Oh, interesting. 400 euro. Wow, on eBay. Letters from 29 to 44. Wow, I would love to read other letters that have been written in that time. Jewish men who converted to Christianity. They lived in Chemnitz. Max Hammerstein. Huh, okay. I hope that the letters are interesting. Yeah, yes, very. Private, It's a piece of history. Hi. Did you write down your name? Yes. Now it's official. Flashlight and Sundays. Thank you. Very good.
That's him. Of course, yes, yes. You can do both. You can first go to the... Really? You're feeling good? Feeling good? Because these are copyrighted. Why don't you? Because there's actually press here. Oh. Okay. That's the child is but it was on our stairway. And it was, my father was so proud. Thank you for coming. My father had a talk about driving to Lake Tahoe.
Instagram, we have some great videos of them sharing celebrating the I didn't realize there were so many. Oh. What's her code? 0662. What does that mean? Is that the title of this? So it's a story? Yes. Okay. Thank you. Claudia has your phone.
about the collection Heumann. And you can take it and see it. It's from our library. And, It's just about the collection of yeah. Oh, so cool. He had his very own exhibition 3 times. Okay, so it's a listing. Listing what was shown at the exhibition. We can listen. I haven't seen this. And this is the exhibition in 1945 about Adolf Menzel. Yeah. And you know, we have 3 prints in the exhibition of Menzel. And if you look at the catalogue, it's nearly the same graphic work of Adolf Menzel he had in his own. It's really it's a lot of things, and you know it's such a collector. He wanted to collect all the prints of Menzel, and he had a focus on Menzel. Yes, it's really great, and I think it's remarkable that he had. So 1945. 45 in Chemnitz. In Chemnitz, there was an exhibition. Yeah, this one. We have. Do we have that one? Do you I have one at home. Yeah, but it's very small. Very, very small. The angel, the little timekeeper, or the. Yeah. And this is the exhibition catalogue from the old exhibition catalogue from the story. But you had it was an exhibition on Menzel. Yeah. And this is an exhibition in Breslau, and it was 1943. Wow. And so what is this collection? This was landscaping, and it was also an exhibition. Oh, we have this. And I maybe you know Yes. this. Yeah. I have this one as well. This was the exhibition in Leipzig, 1934, and you know, there's a frontispiece, you can see it. Oh, let's see. Let me get a picture. I think Uli has that one. Yeah, we have that one. Julia, you have these? No. Yes, you have all of these. This one I have. Yeah, we have this. This I gave you the copy of this, and I have a copy. I got a copy. Where did you find these? In our library. You've just always had them? Yes. Wow. I gotta get a picture. Another title. Yeah. Jüngling den Kopf in die Hand senken. That's what I grew up thinking. The man with his head in his hand. And that's what he called it. Or he gets this title. A different title, right? That has knowledge. We had this in our house. That always scared me. But now I'm scared. Yeah. Because I didn't know what was wrong with him. I wanted to fix it. Like, can I help you? And he's just always at the stairway. Every time you go upstairs, you see this one. This very sad man. I will show you now, because on the back side of this drawing, you can see the collection side of Heumann. The blue blossom, the romantic blossom. Oh, that was his stamp with the flower? Yeah, it's back side of. What is it? Digital versions of each picture. No, we can make copies of it. Yes, Michael has been texting me nonstop. Could you stand in front of every picture and see? Well, as she pointed out, these were not necessarily his own personal acquisitions he made in the museum. Yeah.
Die Ausstattung hat sich ja Paul Kassierer gekümmert. Ja. Also auch, es hat so einen ganz schönen Batikanband. Auch Sehr schön, ja. Kassierer ist natürlich fabelhaft, das ist sehr schön. Aber ich hatte nicht eine konkrete Platte der Text, sondern vielleicht so. Und dann sagen wir, das ist auch die erste Ausgabe gewesen, und dann gab es noch und diese dann die 40. Original-Liedhäuser eben. Aber ich dachte nicht, dass die in dem Buch so sind. Aber das ist jetzt Nee, das war, das funktionierte nicht. Das freut mich. Das ist so schön jetzt so präsentieren, die Geschichte erzählen. Ja, das ist natürlich, das könnte ich gar nicht, weil ich habe mich damit nie beschäftigt. Aber ich weiß natürlich, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und der Barlach, der hat ja in Hamburg angefangen, in Altona, in meiner Heimatstadt. The problem was that Thomas kept them on the bed, and they got some mistakes on paper because we had was professional store. It's probably moisture or something, maybe. Yeah, it's called German Stockflecken. The paper is getting brown points. Oh yeah, because it's like spotted because of changing temperature and so on. It's interesting. Yeah. So it's really a huge thing to keep graphics and drawings all over the years to look like this. Yeah. Keep it dry, and temperature should always be the same thing. Mm-hmm. So when they're first created, they're probably more like white. They turn to brown. Yeah, because it's just a sketch. Exactly. Oh yeah. Okay, these ones are fantastic, really. They're really, really special. Yeah. And although this is not a drawing, but it is, they are all works on paper. Yeah. But what is very moving, I will show you. I didn't know. This was the last catalogue that appeared on the collection of Karl Heumann. And that came out in 1934, and it was an exhibition in Leipzig, in the big museum for the arts. And this is bibliophile made, and it is a limited edition to 550 copies, each one signed with a number, handwritten number in here. You can see it. So this was especially, this was at that time it was a precious catalog. You know, we don't talk of the catalogs today, which are so heavy and big. Everything reproduced in color. But here you have very little illustration, but here are some, quite a few. So Michael is really going to have a copy of And, this. and now the reason why I want to point out this for you is that as the frontispiece, that means this is of real importance for him. He put this drawing and then opposite the title. Out of a selection of 220 drawings. So this must have had a very special meaning for him. And I'm going to talk about that very shortly, but I'm mentioning this. And I'm mentioning how your stepfather had a different approach to the meaning of this drawing from his father. That is very interesting. And very yes, because Karl put this in, you must remember, 1934. That was 1 year after the Nazis had overtaken power. For him, this
was an expression of sadness because of what was going to develop, where they already started to be influenced from. While Thomas had experienced all of this. So when he donated this to you, it was his empathy of sorrow because of everything having suffered and because of everything sad that had happened. A mourning about what had happened. This is the very big difference. But both were very much infected by the expression of this drawing. And do you think that the fact that my father donated this back to the Karl's Home Museum also brings the story full circle? I'm sure that he had this in mind also. For that reason? Yes, yeah, I think so. It is very moving, I find, that he donated this drawing. And I think that's really a particular meaning about it. Especially considering the pieces that And you know, in my, I'm going to tell you this now because we are here in Mumbai. In my first design of my lecture, I brought 3 examples of drawings from his collection. And I said, it is difficult to talk about something I'm going to show you. But I was describing this drawing, and this is by Moritz von Schwind. He is one of the main masters of German Romanticism. And one reason is his affinity to legends and German fairy tales, and especially music. And music was a large part of the cultural life of the Heumann family. And so this drawing really was very meaningful for Karl Heumann. And I found out where it is today, and I was asked by the people who own it to write a text about it. So I wrote on it. It's highly interesting because it goes back to a portrait of Fanny Olivier, or she was the daughter, let me see, of Ferdinand Olivier. Yes, and it goes directly into the circle of the Nazarenes in Vienna, and the Oliviers, of course, originating from a French family that had been migrating to Germany and Dessau. They lived in Dessau. Now this is a very beautiful drawing of Santa Cecilia, and Cecilia, that she is the same, is seen by the halo, yes. And the way she is playing, there is like playing the piano, you know, which was done in the house of Karl Marx. And she is a very beautiful and Raphaelite type of woman. And she is shown in silhouette situation. And when you look at it closely, you can see that it is also drawn in a very intense style of pen drawing, which is amazing, very precise. And this is Schwenk a lot from Julius Schnorr von Karl the Nazarene. He inspired him to draw like that. Oh, yes. And it is in the possession of the industrialist Rudolf August Oetker, who started his fortune after the war with pudding, making puddings, you know, which everybody knows. Dr. Oetker. Yeah, Dr. Oetker. And he was a very nice man. I met him several times. He was a collector of art and also of drawings. And when they made a catalog on his collection, they asked several people to write on China, what he collected, and what was the paintings he collected, very beautiful things, and also drawings. And I was one of the guys who he asked to write about some of his drawings. Yeah, that is very moving. Let's see if there's another. Oh yeah, and this one is
This is a masterpiece by Schnorr, you know that probably. It is a wonderful story about it. Ludwig Richter, the famous artist from... I have many of his up and down my hall. Really? They're in my house, like 30. Really? Yeah, I love that artist. He was very popular in Germany because lots of his genre drawings were reproduced in woodcuts, and you find them in books on fairy tales and youth books, and so he was one of the most popular and well-known artists, Ludwig Richter. And he was later at the academy a teacher, very important teacher, had wonderful students, very gifted students. Dr. Silverkin, we have to go. Oh. We can in the bus. You will tell something Okay, you have a look at it to remember. These are the single groups. Wir müssen zwar wirtschaftlich selbst klarkommen, sind aber GmbH, aber müssen. Wollen Sie? Nein, ich möchte fahren. No, I don't think we have orders. Wann? 2 Stunden, glaube ich. Ja, nicht just okay, yeah. Okay, if I get done, then I. Ah. Yeah. So, Dankeschön. So, jetzt. Ja, eines. Ja, hier ist noch eins. Ja? Darf ich ihn? Yeah, they're on their way. I think he's Vielleicht noch eine Flasche. Yeah. Also so einen kleinen Schluck. Nehmen Sie auch. Das höre ich schon. Also, dann brauchen wir doch noch ein Glas. Und noch eine Flasche. You guys put your glass up at that. Okay. You want to get a picture? Danke. Just a glass. Yeah, you and me. Thank you. Do you think she should? Oh my God. That's a proper bear. That is a proper we have to lift the glasses. Aber Sie haben jetzt noch keinen. Ich bekomme noch ein Glas. Ich wusste ja nicht, dass die Damen die erst abgeben. So ist das. Einer meiner Freunde, der war immer sehr, wie soll ich sagen? Yeah, sure. Look at that head on that beard. Everybody. Okay. So I will. What is his name? What is our host's name? I'm just going to create it. So I think he's kept you on the.
I think there's a connection. I think that was. Sehr geehrte Bürger der Stadt Chemnitz, ganz besonders aber möchte ich die Familie Heumann begrüßen, die zahlreich vertreten ist. Ich glaube, 8 Mann waren vorgestern angereist. Besonderer Gruß an die Schwester von Thomas, Ulrike Ulla, die hier vorne Platz genommen hat. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin. Ich möchte jetzt in der gebotenen Kürze etwas über die Familie Heumann vortragen. Es ist nur ein fragmentarischer Einblick in meine Kenntnisse. Ich möchte meine Worte vor allem Thomas Heumann widmen, der vor einem Jahr im Alter von 88,5 Jahren im US-Bundesstaat Oregon starb. Ich stand mit ihm seit Sommer 2006 in Kontakt. Wie kam es dazu? Im Rahmen meines Buches Juden in Chemnitz, das im Herbst 2002 erschien, befasste ich mich am Rande mit der Geschichte des Bankhauses bei Untitled, das am 1. November 1889 hier in der Stadt Chemnitz gegründet worden war. Am 15. Oktober 1908, ein denkwürdiger Tag im Leben des Karl Heumann, wurde Karl Heumann, einem gerade mal 22-jährigen Kaufmannssohn aus Dresden, die Prokura übertragen. Im Januar 1920, nach 12 Jahren, wurde er Mitinhaber des Bankhauses. Wer war dieser Mann? Er wurde am 19. März 1886 in Köln in einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Seine Eltern waren Leberecht Heumann und Selma Schiller. Um 1891 etwa hatten seine Eltern ihren Wohnsitz von Köln nach Dresden verlegt. Karl Heumann vermählte sich am 16. August 1919 hier in unserer Stadt mit Irmgard Buddecke. Deren Vater Arthur war Generaldirektor eines der bedeutendsten Maschinenfabriken in Chemnitz, und zwar der Sondermann und Stier Aktiengesellschaft. Im Zusammenhang mit der Eheschließung stand sein Bruch mit dem Judentum. Fortan gehörte er der evangelisch-lutherischen Kirche an. 3 Kinder, 2 Söhne und eine Tochter, erblickten in der Folgezeit das Licht der Welt in Chemnitz. Im Mai 2006 erhielt ich ganz unerwartet eine Anfrage aus Hamburg. Die bekannte Holocaust-Forscherin Beate Meyer, die damals in Kontakt mit Thomas Heumann stand und diesem bei der Rekonstruktion seiner Familiengeschichte half, wandte sich damals an mich. Sie bat mich, ihm bei seinen Forschungen zu helfen. Seitdem stand ich mit Thomas Heumann in Verbindung. Wir telefonierten anfangs, später tauschten wir uns unzählige Mitteilungen aus. Und dies, man staune, bis zu wenigen Wochen vor seinem Tod, bis zum Januar 2017. In einer Kurznachricht schrieb Thomas Heumann später, ich wäre, Zitat, seine beste Quelle über die Geschichte seiner Familie, besonders seines Vaters, Zitat Ende. Er teilte mir damals auch mit, dass seine Eltern, müssen ganz besondere Eltern gewesen sein, stets die beste Absicht gehabt hätten, von ihren Kindern, damals in der NS-Zeit, alle Verfolgungen fernzuhalten, um sie sorgenlos aufwachsen zu sehen. Ich kann dem die Ulrike, die Ulla beistimmen. Er nannte sie, im Frühjahr 2014 sandte er mir ein Exemplar seiner mittlerweile geschriebenen lesenswerten Erinnerungen. Er nannte sie am Rande eines Vulkans, als Halbjude in Nazi-Deutschland 1928 bis 1947 aufgewachsen. Auf fast 190 Seiten beschrieb er sein Leben in Chemnitz, später in Ingolstadt und München. Karl Heumann war aber nicht nur ein erfolgreicher Bankier, wie wir schon gehört haben, und ein landesweit anerkannter Kunstsammler, Leihgeber und auch Sachverständiger, sondern auch ein außerordentlich engagierter Mann der Stadt. Gestatten Sie mir, dass ich ihn zitiere. Ich kann es besser nicht ausdrücken. Er schrieb am 24. April 1940 an das Reichswirtschaftsministerium, Zitat, als Honorarkonsul habe ich das Chemnitzer Vizekonsulat von Portugal in den Jahren 29 bis zu deren Auflösung im Zuge der Neuregelung des portugiesischen Konsulatswesens im Herbst 39 innegehabt. Im Interesse des Berufsstandes war ich jahrelang als Vorsitzender der Vereinigung Chemnitzer Banken,
und Bankiers tätig. Dem Zentralverband des deutschen Bank- und Bankiergewerbes und dem Verein deutscher Privatbankiers gehörte ich als Mitglied des Ausschusses bzw. als Vorstandsmitglied an. In den Jahren 31 bis 32 betreute ich die von der Stadtverwaltung ins Leben gerufene Chemnitzer Winterhütte als Schatzmeister. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass er sich auch in diesem Bereich engagierte. Er war darüber hinaus auch Handelsrichter beim Chemnitzer Landgericht. Außerdem gehörte er der Verwaltung der Chemnitzer Kunsthütte an. Die Nürnberger Rassengesetze wirkten sich auch auf Heumanns Situation verheerend aus. So wurde er am 17. Juni 1937 als persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses abgelöst. Fortan war er nur noch Kommanditist. Die nichtjüdischen Bankinhaber kündigten ihm in der Folgezeit mehrfach die 20-prozentige Kreditbeteiligung. Letztlich aber wurde zum 30. September 1939 die sofortige Rückzahlung der Kommanditeinlage vereinbart. Heumann war fortan nur noch Privatland. Er widmete sich nunmehr vor allem dem Wohlergehen seiner Familie und seiner Kunstsammlung, seiner privaten Kunstsammlung. Damals war ihm wichtig, Zitat, die Reichsbehörden mit Nachdruck davon in Kenntnis zu setzen, dass er trotz ihrer jugendfeindlichen Politik zu keinem Zeitpunkt, auch nur im geringsten, daran gedacht habe, außer Landes zu gehen. Irmgard Heumann, seine Frau, starb im Januar 1944 an einer unheilbaren Krankheit in Halle an der Saale. Dadurch fiel der sogenannte Schutz weg, den ihr Ehemann und ihre Kinder bisher durch die sogenannte privilegierte Mischehe genossen. Rainer, sein Bruder, sein älterer Bruder, und Thomas gehörten im November 1944 zu den Chemnitzer Bürgern. Es waren mindestens 70, vielleicht sogar mehr, die aufgrund ihrer jüdischen Herkunft in einem Baubataillon der Organisation TOT ungewohnte Zwangsarbeit in einem Kalkbergwerk in der Nähe von Meißen verrichten mussten. Die Brüder befanden sich dort bis März bzw. April 1945. In dieser Zeit wurde, wie wir alle wissen, ihre Geburtsstadt mehrfach von den alliierten Luftstreitkräften, ich glaube 10-mal, angegriffen und teilweise zerstört. Als in der Nacht vom 5. zum 6. März, das war der verheerendste Angriff, 1945, der Angriff tobte, verlor Heumann auf tragische Weise sein Leben, wie wir schon gehört haben. Die Sterbeurkunde, das ist ganz interessant noch, abschließend, wurde erst am 9. April 1945 aufgrund einer Anzeige des Polizeipräsidiums ausgestellt. Danach war der Familienvater, Zitat, um 22:50 Uhr bei einem Luftangriff im Haus Reichsstraße 10, wie es damals hieß, sind es nicht meine Worte, er wäre gefallen. Ich hoffe, dass die Ausstellung nur der Auftakt ist im Gedenken an einen fast vergessenen Sohn der Stadt und auch im Gedenken seiner Familie. Mögen weitere Projekte, so zumindest mein Wunsch an den heutigen Tage, folgen. Es würde mich sehr glücklich machen, wenn im Ergebnis der Ausstellung eine kleine oder größere Broschüre entspannen könnte, in dem alle bekannten Forschungsergebnisse von verschiedenster Seite zusammengefasst werden. Ich denke, das wäre eine Art Stolperstein für Karl Heumann. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche der Ausstellung viel Erfolg. Very moving moment for me to see you all here and to have made your acquaintance already in the past days. And I have told you why I am speaking here and what I am going to try to talk about. It was not so easy to find out. And I apologize for giving my lecture in German. Sehr verehrte Frau Oberbürgermeisterin Ludwig, sehr geehrte Frau Dr. Müssener, meine sehr geehrten Damen und Herren, falls
einige der Dinge, die Sie jetzt eben gehört haben, nochmal wieder vorkommen, bitte ich auch Sie sehr herzlich um Nachsicht. Sie kommen aus einem ganz bestimmten Blickwinkel. Ich will Ihnen nämlich einige Dinge über den Sammler Karl Heumann, über ihn als Kunstsammler, skizzenhaft vorstellen. Ich kannte Karl Heumann als Sammler bereits als ganz junger Student, weil ich auf ihn hingewiesen wurde durch einen Kunstsammler in München, den ich eben am Anfang meiner Studienzeit kennenlernte, Herrn Dr. Winterstein, der immer von ihm in sehr, sehr sympathischer Weise gesprochen hat. Und dadurch war er mir ein Begriff. Ich verband seinen Namen mit Chemnitz. Und also ich habe dann versucht, als ich eingeladen wurde, diesen Vortrag zu halten, über Karl Heumann als Sammler noch etwas mehr herauszufinden. Und das ist nicht so ganz einfach gewesen, sage ich ganz ehrlich. Über Herkunft, Elternhaus, Kindheit und Schulbildung, die ja gerade für einen mit der Kunst so eng verbundenen Menschen wie Karl Heumann von Bedeutung sein können, liegen uns keine gedruckten Quellen vor. Er tritt quasi erst mit Beginn seiner beruflichen Tätigkeit in unser Blickfeld. 1920 wurde er Mitinhaber der privaten Bank Bayer und Heinze Chemnitz, in der er seit 1908 als Prokurist tätig gewesen war. Bei diesem Bankhaus handelte es sich praktisch, und das ist jetzt sehr interessant, also ich habe das heute noch nicht gehört, es handelte sich praktisch um eine Filiale des national und international tätigen, bedeutenden jüdischen Privatbankhauses Gebrüder Arnhold in Dresden, begründet von Georg und Max Arnhold, Brüdern von Eduard Arnhold, dem erfolgreichen Unternehmer, Philanthropen und Kunstmäzen, der dem preußischen Staat 1913 die Villa Massimo in Rom schenkte. Die Heirat Georg Arnholds mit Anna Bayer aus der Chemnitzer Bankiersfamilie hatte schließlich zur Übernahme des Hauses durch die Gebrüder Arnhold geführt. Das formal unter dem Namen Bayer und Heinze firmierende eigenständige Bankhaus sicherte die industriellen Interessen des Hauses Arnhold im Wirtschaftsraum Sachsen und wurde durchaus als deren Dependance wahrgenommen. Heumanns berufliche Stellung gibt eine Vorstellung von dem gesellschaftlichen Umfeld und Prestige, das er als Bankier genoss. Dies ist insofern auch von Interesse, als er zunächst beruflich finanziell abgesichert war, was ihm seine Möglichkeit, Kunst zu sammeln, sicherlich erleichterte. Das alles änderte sich nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten mit der wachsenden gesellschaftlichen Ausgrenzung und materiellen Ausplünderung der jüdischen Mitbürger, die 1938 zur Arisierung des Arnoldschen Bankhauses und damit auch von Bayer und Heinze führte, aus dem dann auch Heumann zum Ausscheiden gezwungen wurde. Als Privatmann engagierte er sich für das kulturelle Leben der Stadt, nicht zuletzt als aktives Mitglied und schließlich Beirat der Chemnitzer Kunsthütte, des ersten Chemnitzer Kunstvereins, der seit der Jahrhundertwende eine einflussreiche Rolle im Kulturleben der Stadt spielte und moderne Kunstentwicklungen wie den Expressionismus förderte. Auch betätigte er sich mäzenatisch durch Schenkungen an das Museum und war als großzügiger Leihgeber von Zeichnungen seiner Sammlung weithin bekannt. Heumann genoss in Chemnitz hohes gesellschaftliches Ansehen, was ihm schließlich auch die ehrenhafte Stellung eines Vizekonsuls von Portugal eintrug. Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Bankier hatte Heumann Anfang der 20er Jahre begonnen, Kunst zu sammeln und den zeitlichen und thematischen Rahmen früh abgesteckt auf die deutsche Zeichnung und Aquarelle, gelegentlich auch Gemälde und Druckgrafik des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts mit einem Schwerpunkt in der deutschen Romantik. Außerdem widmete er sich passioniert der Bibliophilie, sammelte Bücher und betätigte sich als Schatzmeister der Gesellschaft der Bücherfreunde zu Chemnitz. In jenen Jahren erlebte die Buchkunst in Deutschland eine Blütezeit. Man denke an Harry Graf Kessler und die Cranach-Presse, an Hans Fürstenberg und die französische Buchkunst des 18. Jahrhunderts oder an den Buchkünstler Henry von de Velde. Was Heumann an Büchern zusammengetragen hatte, entzieht sich unserer Kenntnis. Seine Bibliothek war jedenfalls umfangreich. Sie ist im Frühjahr 1945 beim Brand seines Hauses vernichtet worden.
überlebt hat, und das ist jetzt für unsere Ausstellung hier von Interesse, durch seine Schenkung an das Museum im Jahre 1930, das Drama von Ernst Ballach, Der arme Vetter, das der Künstler in einer Buchausgabe und in einer Mappe mit Lithografien illustriert hatte, die 1919 bei Paul Kassierer erschienen waren. Diese sind jetzt hier in der Ausstellung zu sehen. Heumanns Passion für Zeichenkunst jener Epoche um 1800 kann man sich durchaus erklären. Denn in der deutschen Geistesgeschichte ist diese Epoche eine der faszinierendsten und aufregendsten. Infolge von Aufklärung und französischer Revolution umspannt sie eine Epoche des Umbruchs, geistesgeschichtlich, gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch. Im deutschen Sprachgebiet erlebt sie eine Blütezeit in der Musik, Philosophie und Literatur. In keiner anderen Epoche der deutschen Kunstgeschichte hat es so viele sehr begabte, zeichnende Künstler gegeben. Nicht in der Dürerzeit, obgleich es da einige sehr bedeutende gab natürlich. Zeichenkunst ist in dieser Epoche um 1800 das führende bildkünstlerische Medium gewesen. Eine Vielfalt künstlerischer Richtungen, die sich mit einengen Stilbegriffen wie Rokoko, Klassizismus und Realismus nicht ausreichend definieren lassen, hat sich in ihr niedergeschlagen. Für Sammler eröffnet sich hier ein unerschöpflich reiches Betätigungsfeld. Der Boden für Heumanns Beschäftigung mit der deutschen Zeichenkunst dieser Epoche ist nicht zuletzt durch die 1906 in Berlin von Alfred Lichtwark und Hugo von Tschudi veranstaltete berühmte Jahrhundertausstellung vorbereitet worden. Eine groß angelegte Bestandsaufnahme der Kunst des deutschen Sprachgebiets von 1775 bis 1875 mit einem Schwerpunkt im frühen 19. Jahrhundert. Sie hatte zur Wiederentdeckung vieler in Vergessenheit geratener Künstler geführt. Zwischen den Kriegen fanden dann bedeutende Ausstellungen statt, die das Interesse für Künstler dieser Zeit förderten. 1925 in Heidelberg eine monographische zum Werk Karl Philipp Vohrs und im folgenden Jahr Friedrich Overbeck und sein Kreis. Pionierleistungen für die Vermittlung von Kenntnissen der Zeichenkunst des frühen 19. Jahrhunderts. Als die Ludwigsgalerie in München 1927, also 2 Jahre nach der Ausstellung vorher, die beiden von Vohr für seine Gönnerin Wilhelmine von Hessen geschaffenen Skizzenbücher auflöste, frühen Höhepunkten seines künstlerischen Schaffens, erwarb Heumann 3 Aquarelle, 2 aus dem Neckar und eines aus dem Badischen Skizzenbuch. Seit Anfang der 20er Jahre und noch bis 1943 in den Zweiten Weltkrieg hinein hatte Heumann, Kurzzitat, in aller Stille und mit großer Zielsicherheit die in seiner Zeit sicherlich prominenteste Sammlung von Zeichnungen deutscher und österreichischer Künstler der Epoche 1750 bis 1850 zusammengetragen. Andere sammelnde Zeitgenossen wie Oskar Reinhardt in Winterthur oder Alfred Winterstein in München schufen ebenfalls einschlägig bedeutende Sammlungen, von denen die von Reinhardt allerdings nicht auf Arbeiten auf Papier beschränkt blieb. Als einzige private Sammlung deutscher Zeichenkunst der Goethezeit, die parallel zu Heumann auf seinem Niveau und mit nahezu identischen Zielsetzungen zwischen den Kriegen ihren Anfang nahm, hat die von Alfred Winterstein den Zweiten Weltkrieg überlebt und wird bis heute von der Familie in der 2. Generation fortgeführt. Das ist die Sammlung, die ich betreue und wodurch ich so früh auf Heumann aufmerksam gemacht wurde. Einen intensiven Austausch beim Sammeln pflegte Heumann mit seinem nahen Freund Friedrich Schreiber-Weigand, hier in Chemnitz sicher ein berühmter Name, seit 1920 Direktor der neu gegründeten städtischen Kunstsammlung Chemnitz, einem leidenschaftlichen Förderer des Expressionismus, weshalb er schon 1933 von den Nationalsozialisten seines Amtes enthoben wurde. Heumann beriet diesen Mann bei seinen Einkäufen für das Museum. Also nicht, es war dann schon gegenseitig. Der Museumsleiter beriet ihn bei seinen Ankäufen für seine Privatsammlung und der Privatsammler beriet ihn für die bedeutenden Ankäufe für das Museum. Im Laufe der Jahre hatte Heumann ein Netzwerk mit dem einschlägigen Kunsthandel aufgebaut, vor allem mit dem führenden auf Zeichenkunst und Druckgrafik spezialisierten Auktionshaus C.G. Börner in Leipzig, über das er häufig Blätter erwarb
aber auch gelegentlich wieder verkaufte, wenn sie ihm nicht mehr so gut gefielen, jedenfalls in Anfangsjahren. Besonders aber in den notleidenden späten 30er und in den ersten Kriegsjahren. Da war er ja auch materiell sehr benachteiligt worden und da ging es ihm nicht so gut und da musste er dann auch Sachen verkaufen. Freundschaft verband ihn mit dem Kunsthändler Fritz Nathan von der Ludwigsgalerie in München, dessen geschäftliche Interessen auf seinem Sammelgebiet lagen. Nathan vermittelte ihm kostbare Blätter, wie auch seinem Freund Oskar Reinhardt in Literatur und Alfred Winterstein in München, denn mit diesem hatte er bereits die Schulbank zusammengedrückt. Ja, seit der Zeit waren die befreundet. Und dieser fand offenbar über Nathan auch eine persönliche, freundschaftliche Verbindung zu Karl Heumann. Über Inhalt und Umfang der Sammlung Heumann bis 1934 sind wir gut informiert, da sie in 3 Ausstellungen der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, die in aus heutiger Sicht bescheiden illustrierten Katalogen dokumentiert sind. Sie finden die Kataloge in einer Vitrine in der Ausstellung. Die erste Ausstellung veranstaltete das Städtische Museum Chemnitz im Frühjahr 1930 unter dem Titel 100 Jahre Deutsche Zeichenkunst 1750 bis 1850, vermutlich auf Initiative des ihm befreundeten Direktors Schreiber Wiegand. Vom Umfang her mit ca. 300 Blättern soll sie damals einen wesentlichen Teil der Sammlung umfasst haben, die später noch bis in das Kriegsjahr 1943 auf mehr als das Doppelte anwachsen sollte. Deutlich erkennbar sind hier die früh gesetzten Schwerpunkte im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts mit romantischen und realistischen Richtungen in der Berliner, Münchner und vor allem Dresdner Schule, deutsche Künstler in Italien, die Nazarener, eingebettet in die künstlerischen Vorläufer des ausgehenden 18. Jahrhunderts sowie in ihrem Nachhall bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel in der Schule Ludwig Richters mit den Künstlern Heinrich Streber, Albert Venus und Viktor Paul Mohn. Daneben setzt österreichische Aquarellkunst einen wichtigen Akzent. Thematische Präferenzen sind Landschaft, aber auch Genre, Historie und Porträt. Es folgte 1933 die Ausstellung Deutsche Landschaftskunst 1750 bis 1850 im Schlesischen Museum in Breslau mit 110 Blättern. Als letzte Ausstellung schloss sich schon im folgenden Jahr die 1934 die an mit dem Thema Bildnis und Komposition 1750 bis 1850 im Museum der Bildenden Künste in Leipzig mit 220 Blättern, die noch einmal den Fokus auf Porträt- und Figurenbild mit Genre und Historie richteten und den ganzen Reichtum und die geistige Spannweite der Sammlung vor Augen führten. Ihr schön gestalteter Katalog war auf 550 handschriftlich nummerierte Exemplare limitiert. Heumann hat sich stets Gedanken über die Zukunft seiner Sammlung gemacht. Dafür spricht, dass er schon früh einen Sammlerstempel verwendete. Ein solcher soll nach dem Tod des Sammlers für den Fall etwa, dass seine Sammlung nicht geschlossen an ein öffentliches Museum gelangt, sondern versteigert wird, seinen ehemaligen Besitz dokumentieren und die Erinnerung an ihn wachhalten. Sammlungsgeschichte ist ein Teil unserer Kulturgeschichte. Für die Provenienzforschung sind Sammlerstempel ein wichtiges Hilfsmittel. An der Albertina in Wien werden in diesem Rahmen zum Beispiel für den Zeitraum 1938 bis 1945 sämtliche Erwerbungen, auch von Blättern aus der Sammlung Heumann, im Hinblick auf etwaige Restitutionsansprüche systematisch untersucht. Verantwortlich ist Frau Julia Essel, die auch hier unter uns ist, die im vergangenen November in Chemnitz einen Vortrag darüber gehalten hat und der ich einige Hinweise verdanke. Heumann verwendete 2 Stempel, die im 1956 erschienenen zweiten Band des Verzeichnisses der Sammlerstempel von Fritz Lucht, ein ganz berühmtes Werk, Marque de Collection, die dort publiziert sind. Neben ihrer Abbildung und Nummerierung finden sich knappste Angaben zur Biografie des Sammlers, nicht aber zu seinem jüdischen Schicksal. Sein Sterbedatum fehlt. Das war 1956, da wusste man da noch nicht, dass er verstorben war. Und zum Inhalt der Sammlung. Einige Angaben. Die 3 Ausstellungskataloge sind angeführt. Abschließend heißt es, Zitat, die Sammlung befindet sich ungeteilt im Eigentum der Familie. Das ist alles.
Soweit der Eintrag im Lucht. Die Fondation Custodia in Paris, die systematisch eine digitale Fortsetzung und Ergänzung dieses Verzeichnisses von Lucht betreibt, wird in diesem Jahr einen erweiterten Eintrag zu Karl Heumann ins Internet stellen. Heumann benutzte zunächst einen Stempel mit den ligierten Initialen seines Namens. Karl Heumann, Markus Steinfort, Enkelsohn von Karl Heumann, Catherine Snyder, die Urenkeltochter von Karl Heumann, Marina Heumann, Urenkeltochter von Karl Heumann und Peter Snyder, Urenkelsohn von Karl Heumann. Und ich darf Sie jetzt alle zu mir nach vorn bitten. Vielleicht kommen Sie einfach dahinter. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild. Dann darf ich Ihnen schon mal den Stift geben, wenn Sie dann bitte alle hier unterschreiben. Wo Sie her? So wie Sie jetzt schreiben. Hier nach. Ich darf vielleicht noch dazu sagen, dass die Familie Heumann schon einige Tage in der Stadt Chemnitz ist und auf den Spuren ihres Großvaters, Vaters, Urgroßvaters unterwegs ist, auf dem Kasselberg gewesen ist, Herr Dr. Nitsche, dem ich ganz sehr danke, der sowas ja überhaupt erst möglich macht, dass wir diesen Wurzeln hier nachspüren können, hat das vorbereitet, die Frau Dr. Mössinger, die immer die Verbindung gehalten hat. Wir haben also Orte aufgesucht, wo die Familie zu Hause gewesen ist. Natürlich waren Sie auch bei mir im Rathaus. Wir sind uns sicher, dass Ihr Bruder, Ihr Vater auch bei uns im Rathaus gewesen ist, weil er ein sehr angesehener Bürger der Stadt war, dass er zum Beispiel auch das Bild Arbeit, Wohlstand, Schönheit gesehen hat. Und insofern hat die Familie mit den Augen von Karl und Thomas Heumann unsere Stadt in den letzten Tagen gesehen. Und ich finde das sehr, sehr berührend. Ich denke, ich darf für alle hier im Raum sagen, wir wünschen Ihnen, der Familie, von Herzen alles Gute und dass Sie die Stadt Chemnitz nicht nur in der Familienchronik, sondern auch im Herzen dahin zurücktragen, wo Sie jetzt zu Hause sind. Alles Gute. Very grateful gift, Karl and Thomas Heumann.
and the city of Chemnitz is honor both and the family. And at the occasion of the 27th day of the Jewish culture 2018, with the inscription here in the Golden Book of the city. That's wonderful. So nice. Yeah. Did you expect? No. No. We were wondering. Such a surprise. I know. Look at that. It was a surprise. It's definitely a surprise. Yeah, what's the idea of the Lord Mayor? What's the idea of the Lord Mayor? Really? Yes. So nice. She thought this was a big, good occasion. I wish we had gotten a picture of her with the family. Yeah. Will she be here still? Oh, yeah. I don't know. She's in the exhibit right now. She's bei der Ausstellung. Das ist dann zu weit weg. Ja, ich weiß ja noch nie, mein Partner, mein Mann will da protestieren. Wir werden wahrscheinlich nur einmal dahin fahren. Ja, glaube ich auch. Gar kein Goldschnitt dran. Kein Goldschnitt. Ja, das sind so arm. Macht nichts. Hauptsache hier ist was. Hier muss man sagen. I don't understand so much. Ich verstehe nicht. Ja, oh yes. Ja, das ist das hier. Da müssen wir so. Yeah. Go? No. Macht nichts. Yeah. Okay. That's something you find commonly in the US. Yeah, but that's not usual. It's quite unusual. Aber es ist auch ein bisschen Touristenfall. Also ich bin ja schon Das ist halt nochmal wieder. Was ist denn die Bedeutung? Dort werden nur ganz besondere Persönlichkeiten Just very special honorary persons will Also das ist have eine the chance. außergewöhnliche Sache. That's a really special honor. Ich habe meinen Großvater nicht gekannt. Aber jetzt habe ich schon das Gefühl, dass ich ihn jetzt kenne. Okay, also Thomas hat Karl immer gesagt, sein Leitsatz war, du musst bei den Menschen den Eindruck überlassen. Ja, er wäre so stolz. So stolz. Ja, ich wünschte, der wäre jetzt hier.